Moin, wir sind jetzt in der kalten Jahreszeit angekommen und es war bis jetzt zwar nicht notwendig zu heizen, aber wer weiß, wie die Temperaturen jetzt sich in den nächsten Wochen äh, entwickeln. Daher habe ich mir jetzt die Zeit genommen und habe die erste Standheizung eingebaut im LKW. Es ist eine Autotherm 2D geworden. Und um dieses Thema will ich mich heute so ein bisschen mit euch unterhalten bzw. austauschen. Die Heizung an sich, ich habe 2 Stück. Zu dem Konzept komme ich gleich, wie ich mir das vorgestellt habe. Vorweg, das wird kein Twin-Kit sein, kein Warmduscher-Kit, sondern 2 separat verbaute Heizungen. Warum, weshalb, wieso, erkläre ich gleich. Aber erstmal kommen wir gleich zu dem Thema, was man für sein Geld kriegt und was man nicht kriegt. Dazu gehen wir gleich in der Werkstatt, weil es ist definitiv zu frisch hier draußen. Ich habe nämlich die zweite Heizung habe ich noch im Originalkarton liegen. Ursprünglich wollte ich eine Heizung einbauen von Truma, die Truma 6D mit 6 kW Heizung. Damals war sie leider nicht lieferbar, habe ich gedacht, leider. Heute denke ich zum Glück, weil A, der Preis, B, mit 6 kW Leistung wäre der Brenner niemals auf seine Freibrenntemperatur gekommen, weil der Koffer ist einfach zu gut isoliert. Das ist jetzt keine Angeberei, das ist tatsächlich so, weil selbst bei 800 Watt dauerhaft wird das zu warm. Also bei 800 Watt, die minimalste Stufe von dem Planar, die reicht schon aus, um den Koffer auf 28 Grad zu bringen. Und das sind Saunaverhältnisse und ich möchte nicht das Fenster aufreißen, um da irgendwie entgegenzuwirken, sondern im Gegenteil. Ich möchte, dass die Heizung dann schlichtweg ausgeht und bei einer gewissen Spanne an Temperaturunterschieden wieder angeht. Zu den Vor- und Nachteilen der Autotherm bzw. der Planar kommen wir gleich, aber erst gehen wir in die Werkstatt und dann zeige ich mal, was man da so für sein Geld bekommt. Ja, das Gute vorweg, Hut ab an den Hersteller. Es ist wirklich bei diesem Kit alles dabei, was man braucht. Ich habe die Heizung nicht bei einer gewissen Firma erworben, die seit Jahren damit wirbt, sondern ich habe die wirklich über autotherm.de, glaube ich, oder EU, weiß ich nicht mehr, müsste ich mal nachgucken, gekauft. Das ist eine 24 Volt Version, weil meine ganze Elektrik im LKW halt auf 24 Volt basiert. Also es ist einmal die Heizung selber, recht kompakt, ganz wichtig, CE-Prüfzeichen dabei. Die ist dabei. Dann haben wir ein Schalldämpfer-Kit mit einem entsprechenden Rohr. Selbst ein Hitzeschutz für den Schalldämpfer ist dabei. Die ganzen Schellen, die ganzen Verschraubungen, selbst die Dieselleitung, die ist lang genug, auch für den Einbau in so einem LKW. Also ich musste durch den Zwischenrahmen durch, um an meine Dieseltanks zu kommen. Da ist noch was bei übrig geblieben. Für die Fernbedienung, hier ist jetzt die PU27 dabei. Zu dieser Fernbedienung, da sage ich nachher auch noch was. Die ist nämlich nicht brauchbar für mein Vorhaben. Werde ich gleich ein bisschen ausführlicher darauf kommen. Für diese Fernbedienung gibt es auch ein Verlängerungskabel in verschiedenen Längen. Ich habe das Kabel jetzt selber gebaut, aber das kann man auch für relativ kleines Geld auch erwerben. Ansonsten die Kabelbäume an sich, die sind recht wertig verarbeitet. Es ist alles mit so einem Schutzschlauch umwickelt.
Ja, Bedienungsanleitung, alles da dran, alles dabei. Wie gesagt, das sind die ganzen Schellen. Also man muss da tatsächlich nichts dazu kaufen. Ne? Dann hat man eine Pumpe. Bei der Pumpe muss ich dazu sagen, ich habe solche Heizungen schon ein paar Mal in Bullis eingebaut, in einem Ford, in einem VW und so weiter. Da war das recht unschön, dass man die Pumpe, das Klickgeräusch von der Pumpe ständig wahrnehmen konnte. Die Pumpe habe ich jetzt an dem LKW am Hauptrahmen befestigt. Die ist gummigelagert, also die Befestigung ist gummigelagert und die höre ich im Innenraum gar nicht. Also selbst wenn die Heizung auf volle Pulle läuft, die Pumpe, das klickende Geräusch der Pumpe, das ist weg, das hört man nicht. Und das hat man bei den Bussen wahrgenommen, weil man musste irgendwo an die Karosserie dran und das war halt alles ein Kasten, also nicht entkoppelt. Und da konnte man dieses Klickgeräusch hören. Einige stört das, die anderen nicht. Ja, also von der ganzen Geschichte, von der Lieferung, von den ganzen Teilen, die hierbei waren, war ich echt angetan. Deswegen habe ich auch gesagt, okay, du gehst jetzt nicht den Weg mit der Truma 6D, weil die damals nicht lieferbar war und mich auch viele angesprochen haben, dass es halt rege Probleme mit der Heizung gab in der Vergangenheit. Truma hat wohl reagiert, eine ganze Zeit lang die vom Band genommen oder beziehungsweise weiterentwickelt und irgendwann mal jetzt das neue Modell rausgebracht. Habe ich in Foren gelesen. Ob das jetzt so ist, kann ich nicht hundertprozentig bestätigen. Aber wenn man einfach nach googelt, Truma 6D Probleme, da findet man einiges im Internet. Ich will jetzt keine Anti-Werbung machen. Ich bin halt froh, dass ich nicht die 6D gekriegt habe damals und mich anderweitig orientieren musste und dass es die Heizung geworden ist. Am Anfang, als die erste Heizung, die jetzt verbaut ist, das ist die zweite, die kommt hinten im Staukasten. Am Anfang, als die erste Heizung verbaut war, war ich mega enttäuscht. Ich war einfach enttäuscht, weil die war laut. Ich habe die ohne Schalldämpfer eingebaut und die hat nicht das gemacht, was ich wollte. Und zwar, mein Bestreben war, Temperatur erreicht, Heizung aus. Und das gab, jetzt kommen wir zu dem Bedienteil PU27. Das Bedienteil PU27, das ist dieses handelsübliche, was in den letzten Jahren ja, mit der Heizung verkauft worden ist. Dieses kleine Bedienteil ist das. Es hat einfach nicht hergegeben, dass die Heizung ausgeht. Du konntest einen Heizungsmodus einstellen, das heißt, die Heizung ist auf 800 Watt Heizleistung runtergefahren bei Temperatur, die man eingestellt hat. Angenommen 20 Grad. Bei 20 Grad ist die auf 800 Watt runtergefahren und hat weiter geheizt. Das heißt, obwohl die Temperatur im Koffer erreicht war, hat man immer noch die Wärme von diesen 800 Watt rangeblasen bekommen. Und das war die Situation, wo man 28, 29 Grad im Koffer hatte. Das ging einfach nicht. Dann gab es einen Modus, das ist Lüften und Heizen, glaube ich, nennt sich das. Das war dann so, dass der Brenner dann ausging, aber die Lüftung kontinuierlich lief. Er hat seine Vor- und Nachteile. Nachteil ist natürlich Geräuschkulisse. Wenn man im Bett liegt, ich möchte im Bett, wenn ich nachts im Bett liege, möchte ich die Lüftung nicht hören. Das nervt. Der Vorteil ist natürlich, dass die Luft im Koffer kontinuierlich umgewälzt wird. Aber mir war das einfach zu laut und zu, weiß ich nicht. Das hatte mit gemütlichem Bett liegen oder mit einem ruhigen Schlaf hatte es nichts zu tun. Dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und ich habe schon gedacht, dass es an mir liegt, dass ich einen Knall habe und die Heizung einfach nicht vernünftig einprogrammieren kann oder einstellen kann, dass die ausgeht. Und bin dann im Internet auch auf viele Beiträge gestoßen, wo die Leute halt kommentiert haben, dass es nervig ist, dass es nicht funktioniert. Und unter anderem mit einem Lösungsvorschlag, mit einem Bedienteil
das neue Bedienteil von Autotherm, das heißt Comfort Control, ja, das gibt es mittlerweile auch für die 24 Volt Version und dieses Bedienteil habe ich mir jetzt nachbestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt läuft die Heizung so, wie ich das haben möchte. Also die springt maximal zweimal am Tag an. Ich habe die auf 19 Grad eingestellt, habe dann auch einprogrammiert, dass die nachts gar nicht anspringt, sondern erst ab 7 Uhr morgens aktiv wird. Und das funktioniert astrein. Die heizt einmal tagsüber für maximal eine Viertelstunde und einmal abends. Und dann ist die ganze Geschichte gegessen, die ist aus. Es kann natürlich, wenn es jetzt temperaturmäßig demnächst irgendwie minus 10 Grad wird, minus 15 Grad wird, dann wird die wahrscheinlich öfters nachheizen. Aber jetzt bei Temperaturen um die 2 bis 5 Grad funktioniert die Heizung super. Einziger Nachteil ist immer noch, wenn die anläuft, dann läuft die auf volle Lautstärke an. Also mit richtig Karacho, der Lüfter, der macht schon Geräusche, die sind nicht zu überhören. Allerdings habe ich den Kasten im Wagen noch nicht verbaut oder beziehungsweise die Heizung, die liegt noch offen. Ja, und das wird noch leiser werden, wie gesagt, wenn die Heizung jetzt eingebaut wird. Wie ich die Heizung montiert habe, zeige ich euch jetzt. Dann nehme ich euch eben kurz mit. Um die Heizung zu installieren, habe ich erstmal den Staukasten wieder abgenommen, weil ich musste ja durch den Boden durch. Den Auslass bzw. die Montageplatte habe ich selber gebaut, aus Edelstahl 2 mm Stärke. Da sieht man erstmal die Pumpe, dann bin ich durch den Zwischenrahmen zur anderen Seite rüber an die Tanks. Das, was jetzt hier noch so hängt, ist der Auspuff. Das wird alles verlegt, wenn der Staukasten wieder montiert wird, weil das Ganze, die Wärme, die Abwärme von dem Auspuff, die möchte ich auch nutzen, um meine Abwassertanks zu heizen, den Kasten zu heizen, wo die Abwassertanks installiert sind, weil die Energie ist da, warum soll man die nicht nutzen? Ja, also nichts Spannendes. Jetzt gehen wir auf die andere Seite vom Fahrzeug. Hier fehlt auch noch der entsprechende Staukasten, aber ich hatte, als ich die Tankanlage gebaut habe, den Anschluss für die Standheizung schon mal dahingelegt, kann jetzt auf Tank 1, Tank 2 umschalten und deswegen war das jetzt auch kein Problem, einfach mal hier mit der beigelegten Leitung da in die Anschlüsse zu gehen und die Heizung in Betrieb zu nehmen. Ja, zum Bedienteil und Funktionen von dem Bedienteil. Zum Bedienteil an sich gibt es nicht allzu viel zu sagen. Das habe ich durch dieses Komfort-Control ja ersetzt. Ist klein, deckt auch die Bohrung von dem PU27 ab. Also man muss da nichts irgendwie neu bauen, neu kaschieren. Gar nichts. Passt, funktioniert. Astrein, 4 Kabel, passt auch in den Kabelbaum von dem PU27. Und die Heizung an sich habe ich im Bad installiert. Hier kommt noch eine Abdeckung. Hier habe ich die Ansaugung von der Heizung eingebaut. Sobald die Abdeckung drauf liegt, dann hört man auch weniger an den Geräuschen von dem Lüfter. Dies, ich weiß, das ist nicht optimal gelöst. Man soll nicht sofort ein T-Stück einbauen, aber vom Platzgründen und so weiter war das hier nicht anders möglich. Und dadurch, dass ich so kurze Wege habe zu den Ausströmern, ist das vollkommen egal. Hier, wie gesagt, ist eine T-Aufteilung. Dann geht es einmal Richtung Schlafzimmer oder Bett. Andere Seite geht das hoch Richtung Dusche. Die Dusche wird auch mit der gleichen Heizung beheizt. Und hier unten, da wird noch ein Kasten gebaut. Da kommt noch ein Ausströmer hier fürs Badezimmer. Funktioniert tadellos. Also die eine Heizung, die reicht vollkommen aus. Trotzdem möchte ich die Wärmeentwicklung in dem Koffer separat steuern können. Das heißt, die hintere Sitzecke und die Küche möchte ich mit anderen Werten einstellen oder mit anderen Gradzahlen einstellen wie den Bereich im Bett und Bad. Deswegen kommt hier Unterflur in dem Staukasten, der hierfür noch gebaut wird,
kommt die zweite Heizung rein. Ja, und dann geht es durch den Boden einmal unter die Sitzecke, damit man beim Sitzen auch warme Füße hat. Und noch ein Luftausströmer geht dann Richtung Küche. Ja, so ist eigentlich der Plan. Wir kommen mal zum Fazit der ganzen Geschichte. Also Autotherm 2D, Planar 2D, je nachdem wie die mittlerweile heißt oder wie man die im Netz findet, kann ich durchaus empfehlen. Allerdings nicht mit dem alten PU27 Bedienteil. Dafür ist das einfach nur bei so einem Fahrzeug zu gut isoliert. Ich denke mal, beim GFK-Koffer wird das genauso sein. Und dieses Geräusch vom Lüfter und 800 Watt Leistung, da sind einfach zu viele Dinge, die für mich einfach nicht gehen. Deswegen, wenn das neue Bedienteil das nicht unterstützen würde, würde ich ganz klar die Heizung rausschmeißen. Aber wie gesagt, jetzt mit dem neuen Bedienteil, mit dem Komfort Control, ja, so heißt das, klappt das rein. Ich habe vorher auch nie gewusst, dass es gar nicht einstellbar ist, dass die Heizung komplett ausgeht, weil wie gesagt, im Bus war das so, dass diese 800 Watt Dauerleistung tatsächlich bei diesen Temperaturen auch notwendig waren, um den Bus, ich sag mal, warm zu halten. Aber in einem LKW-Koffer, Expeditionsmobilkoffer, durch die Isolierung, die Wände haben alleine 60 mm Bodenplatte und Decke haben 80 mm Isolierung plus das Holz innen drin, ist das einfach nicht auszuhalten. Ja, bei Fragen zum Thema Autotherm für die Programmierung oder Bedienung von einem Teil, ich habe mich mittlerweile sehr mit angefreundet. Und falls da Fragen sind, eben über die Homepage bei mir kontaktieren. Da kann ich eventuell dem einen oder den anderen noch ein paar Tipps geben, wo man und wie man was einstellen kann. Und ansonsten werde ich demnächst mal berichten, wenn die zweite Heizung installiert ist, ob mein Konzept mit diesen 2 Temperaturen auch läuft. Weil, wie gesagt, ich möchte zum Beispiel die Sitzecke abends nicht auf 19 Grad beheizen, sondern werde die irgendwo auf 14 Grad oder so runterregeln. Und tagsüber, wenn keiner im Bett ist, dann umgekehrt, dass man den Sitzbereich heizt und die zweite Heizung, die vordere Heizung, die jetzt schon eingebaut ist, einfach ausmacht. Da sind alle so Aspekte, die mir gefallen, theoretisch. Wie das in der Praxis aussehen wird, werden wir sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.